Ladies and Gentlemen, und wir machen weiter mit dem Produktmanagement von Legic. Und da haben wir gleich mehrere Herrschaften auf der Bühne, die Ihnen jetzt mal erzählen, was es denn so an Weiterentwicklung gab seit dem letzten Legic-Event in Davos. Es sind tatsächlich schon 2 Jahre vergangen, Sie wissen warum. Und da hat sich eine Menge in Sachen Entwicklung und so weiter getan. Und ich darf Ihnen die Herrschaften vorstellen. Das ist zum einen der Kopf des Ganzen. Einer muss den Hut aufhaben vom Produktmanagement. Das ist Martin Buck, meine Damen und Herren. Dann haben wir Tine Meyer, wir haben Lukas Steinemann und wir haben Goran Stefanovic. So, Tine ist klar. Dann haben wir Goran und Lukas. Viel Spaß! Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie im Rahmen des Legic PM-Teams und wir freuen uns, dass wir Ihnen in den nächsten 15 Minuten, die 24 Monate sind vergangen sind seit der letzten IDNet, die Neuigkeiten zeigen können über unsere Sicherheitsplattform. Ich fange gleich an mit den Neuigkeiten rund ums Key- und Authorization Management. Eine große Neuigkeit war die Einführung des Init-Chips der 6000er Serie, der SM6300 Init oder auch später dann kam noch das F1310 Init dazu. Und mit dieser Variante können wir unter anderem jetzt auch die Master Tokens erzeugen von unserem wohlbekannten Master Token System Controller. Also wir können die Subgams erzeugen, die SAMs und YAMs, wie Sie also alle kennen. Mit dieser Init-Variante haben wir dann auch die letzten Lücken geschlossen gegenüber der 4000er-Serie. Und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dass man da nicht auf die 6000er-Serie migrieren würde. Nun wechsle ich auf die rechte Seite hier zu unserer Key-Management-Lösung für unsere mobilen Credentials mit den Neon-Files auf den Smartphones. Die basieren ja auf den sogenannten Versatile Configuration Packages, den VCPs. Und für diese haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass man diese so konfigurieren kann, dass sie gerätespezifisch nur auf bestimmten Geräten geladen werden können. Sie sind also sicher, dass Ihre AES-128-Schlüssel für die Neon-Files oder andere sensible Konfigurationsdaten nur genau auf diesen Geräten, auf diesen Lesern landen können, geladen werden können, die Sie auch bei der Konfiguration auf dem Trusted Service so bestimmt haben. Also selbst wenn das VCP in fremde Hände gelangen würde, es kann nichts passieren. Weiter haben wir die Möglichkeit geschaffen, mit einem speziellen VCP die Hoheit über die Orbit-Gerätekonfiguration abzugeben und so ein Gerät einem neuen Besitzer zugänglich zu machen. Für diese sicherheitskritische Operation erzwingen wir als sogenannte Business Rule die Verwendung von gerätespezifischen VCPs mit genau den Sicherheitsvorteilen, die ich vorher erklärt habe. Also selbst wenn das VCP in fremde Hände gelangen würde, es kann nichts passieren. Der Besitzwechsel aus der Orbit-VCP-Konfigurationsperspektive kann nur auf diesen Geräten erfolgen, die Sie vorher spezifisch konfiguriert haben mit diesem VCP. Zu guter Letzt auf der Orbit-VCP-Seite und den entsprechenden Neuigkeiten haben wir die Möglichkeit geschaffen, mit dem VCP auch Firmware-Updates durchzuführen. Und wie Sie zum Teil wissen, kann man die VCPs ja auf ganz verschiedene Arten verteilen und zum Infrastrukturgerät bringen, sei es über eine Online-Verbindung, aber eben auch via Smartphone, zum Beispiel via BLE dann auf das Gerät bringen. Mit dem BLE Over the Air haben wir quasi das FOTA, das Firmware Over the Air Angebot auch jetzt in unserer 6000er Serie für Sie ermöglicht. Mit diesen Neuigkeiten zum Key- und Authorization Management übergebe ich das Wort jetzt an meinen Kollegen Lukas, der Ihnen die Neuigkeiten zum Smart Card IC erzählen wird. Ja, besten Dank, Martin. Wie gesagt, darf ich Ihnen präsentieren, was sich auf der Smart Card-Seite von Legic in den letzten 24 Monaten getan hat. Wie Martin bereits erwähnt hat, haben wir jetzt die Init-Variante
des 6000 lanciert. Damit können Sie mit den entsprechenden IAMs, wie Sie sie kennen, die Smart Cards orchestrieren, Segmente aufbringen, wie Sie das auch von der 4500er Chips gewohnt waren. Dann haben wir ebenfalls den Delegated Authentisierungsschlüsselservice von NXP auf Legic Connect lanciert. Er wird bereits rege benutzt. Damit können Sie sich authentisieren auf die MyFair-Seite unseres MP312 und da Ihre Applikationen aufspielen, personalisieren und schlussendlich in den entsprechenden MyFair-Testfire-Systemen benutzen. Ja, dieses Thema ist ein bisschen unangenehm. Auch wir waren von der Pandemie oder sind von der Pandemie betroffen. Lieferzeiten gehen in die Höhe in der Halbleiterindustrie und deshalb haben wir nicht mehr ganz so die schnellen Lieferzeiten, wie wir es gewohnt waren auf der Transponderseite. Deshalb ist für eine nicht angekündigte, heute bei uns eingegangene Bestellung, also sprich nicht vorgecastete Bestellung, leider einige Monate Lieferfrist abzusehen. Aber gehen wir wieder zurück zu etwas Positiven. Mit der 6000er Variante haben wir die Medienpopulation, die wir bedienen können, nochmals erweitert. Also man kann mit einem zusätzlichen SE, dass man in den Host, an die Host-CPU anschließt, kann man noch mehr Medien, also auch Fremdmedien, unterstützen und lesen. Also man kann zum Beispiel eine iClass SE-Karte nicht nur die UID lesen, sondern man kann verschlüsselt schreiben, lesen, also wie es da steht, ein All-in-One-Reader, unser 6300er. Ja, und last but not least, in dieser Sparte haben wir auch Legic Cache gebracht auf dem 6000er und diesmal auch ohne, dass man die Init-Variante kaufen musste. Damit schließe ich die News zu den Transpondern oder den Smartcard ICs und würde wechseln zu unseren Security Modules, was wir da für Neuigkeiten gebracht haben. Im Dezember 2019 haben wir das OS 50 mit der Version 1.5 gebracht. Dabei haben wir optimiert das Zusammenspiel von Hardware und Software und dadurch haben wir einiges an Strom im Betrieb des Moduls einsparen können. Und damit hält hoffentlich dann auch lassen sich batteriebetriebene Systeme mit Sicherheit länger betreiben. Ebenfalls seit unserem letzten Event haben wir die Host-Kommunikationsschnittstelle, die SPI Master, kann unser Chip auch als SPI Master fungieren. Dann haben wir noch I2C als Host-Interface-Schnittstelle gebracht, nebst UART und SPI. Damit können Sie jetzt auch Host-Controller einsetzen, die dieses Protokoll unterstützen und es kann unter Umständen dazu führen, dass Sie ein bisschen ein einfacheres Layout oder eine einfachere Hardware designen können. Und dann unterstützen wir neu jetzt auch symmetrische Antennenanpassungsschaltungen im Pfad. Damit lässt sich mehr Leistung aus dem, ich sage jetzt mal, RFID-Frontend rauskitzeln. Braucht zwar ein bisschen mehr Bauteile, aber ja, man kann mehr Leistung rausbekommen. Bisher haben wir nur asymmetrische Schaltungen angeboten, was zwar bauteilsparend war, aber eben nicht leistungsoptimiert. So. Damit würde ich wieder an Martin übergeben für die
rein softwarerelevanten Optimierungen. Ja, es wurde bereits eingeblendet. Wir ermöglichen unseren Laserherstellern die Nutzung von Apple ECP 2.0 Feature. Mit diesem Feature können Sie virtuelle Karten aus dem Apple Wallet via NFC auslesen. Da geht es jetzt rein um die Leserseite. Gestern habe ich gehört, dass wir auch in Apple noch in Zusammenarbeit sind, auch um selber virtuelle Karten dann via Legic zu erzeugen im Wallet. Da unterstützen wir auf der Leserseite die Funktionalität, dass man bereits bestehende Anwendungen, wie es sie auch schon gibt, haben wir gestern gehört, bei den Student-ID-Karten, dass wir das mit Legic-Technologie dort in diesem Ökosystem bei diesen Studentenanwendungen mit dabei sein können mit unseren Lesern. Als weiteres Feature haben wir ermöglicht, dass man parallel nach BLE-Geräten suchen kann und zum Beispiel RFID-Karten, also NFC BLE parallel. Das verbessert nicht nur die User Experience, sondern natürlich auch die zeitliche Performance beim Finden von den Credentials und gerade bei Offline-Geräten natürlich hilft das auch wiederum, Batterie zu sparen. Als weiteres Feature haben wir eine Verbesserung gebracht beim Suchen von BLE-Geräten. Man kann nun nach ganz spezifischen Attributen suchen und kann zum Beispiel sein gewolltes BLE-Gerät jetzt auch finden, wenn man in der Umgebung des Lesers zum Beispiel ganz viele BLE-fähige Smartphones hat. Weiteres neues Feature ist die Möglichkeit, den 6000er-Chip auch als BLE-Beacon einzusetzen. Sie können also quasi eine weitere Nutzung machen, können vielleicht auch von bereits installierter Basis profitieren und mit diesen BLE-Beacons auch vielleicht eine nicht hochpräzise, aber doch eine Indoor-Lokalisierungslösung noch unterstützen und ohne neue Laser zu verbauen. Zu guter Letzt auf der Laserseite eine größere Ergänzung von unserem Portfolio mit dem neuen Chip, dem SM6310. Ist quasi eine ganz andere Welt als der SM6300, weil wir mit diesem Chip einen programmierbaren Chip anbieten. Sie können mit dem Ihren eigenen sicherheitskritischen Code schreiben, der auch symmetrische oder asymmetrische Kryptofunktionen mit einbezieht und diesen auf einfachste Weise mit Legic-Mitteln im Secure Element abspeichern und laufen lassen. Das ermöglicht sicherheitskritische Anwendungen, aber auch Anwendungen, wo Sie keinen Host-Controller benutzen, also vielleicht auch dann platzsparend ist, kostensparend ist und vieles mehr. Ansonsten, neben der Programmierfähigkeit kann der SM6310 das gleiche wie der SM6300. Mit diesem Highlight auf der Leseseite wechseln wir nun auf die Legic Connect Service Seite, wo Ihnen mein Kollege Goran die Neuigkeiten zum Mobile SDK präsentieren wird. Hallo? Jetzt. Als ersten Punkt möchte ich gerne Informationen zur OSS geben, die generell den Service betrifft. Konzeptionell wurde im Rahmen der OSS-Standards rund um Neon gearbeitet, sodass Stand heute eine OSS-konforme Mobile Access-Lösung umgesetzt werden kann. Bei weiteren Fragen zu OSS können Sie gerne bei uns am Legic-Stand vorbeikommen oder sprechen Sie mit Ihrem Sales-Kontakt. Im August letzten Jahres haben wir unser Mobile SDK mit der Version 2.4 sicherer gemacht, mit den sogenannten Security Categories. Diese Erweiterung beinhaltet, oder wir haben damit alles gemacht, um das Endnutzergerät so sicher wie möglich zu machen und auch ein Cloning möglichst zu verhindern. Wir verwenden dabei Mechanismen, die die Hardware oder die Software eines Smartphones zur Verfügung stellt, zum Beispiel iOS Secure Enclave oder Android Strongbox. Und das bietet natürlich die Sicherheit des Smartphones zu prüfen, was wiederum als Entscheidung dienen kann, ob Credential-Daten bereitgestellt werden oder nicht. Als nächstes möchte ich BLE Highspeed erwähnen. Hier haben wir die BLE-Kommunikationsgeschwindigkeit zwischen Laser und SDK verbessert.
Das macht sich vor allem beim Transfer von größeren Dateien bemerkbar und erlaubt es uns, größere Datenpakete pro Verbindungsintervall zu schicken. Abhängig von der Applikation und anderen Faktoren bietet es eine höhere Übertragungsrate um Faktor 2 bis 6, also damit eine deutlich verbesserte Performance. Als kurze Vorschau ein paar Worte zu BLE Wake-up. Neben den bestehenden Wake-up-Mechanismen werden wir zukünftig auch das Wake-up via BLE unterstützen und damit auch die Möglichkeit, das STK in Central Role zu betreiben. Das ermöglicht natürlich die Selektion eines Lesers via Mobile App mit Hilfe der Leser-ID. Anwendungsbeispiel zum Beispiel Spinnschlösser. Weitere Details zudem können Sie sehr gerne auch bei unserem Legic-Stand erfahren. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, die Central Role kann parallel zur Peripheral Role verwendet werden. Das heißt, bestehende Installationen können wie bisher weiter betrieben werden. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis zu unserer Evaluation Kit App. Diese unterstützt Neuberechtigungen abzurufen, die vorher in Legic Connect Go erstellt wurden. Aber dazu gleich mehr von meiner Kollegin Christine. Danke, Goran. Dann gucken wir uns mal an, was wir im Trusted Service in den letzten 24 Monaten denn so gemacht haben. Wir haben also zum einen einfach geguckt auf das, was wir im Service haben bestehende Konzepte nochmal angeguckt, haben die nochmal überarbeitet und optimiert. Das betrifft unser User- und Rechteverwaltungsbereich, unser Projektmanagement, aber eben auch unser Eventmanagement, in dem wir schlankere Modelle hingestellt haben, historisch Gewachsenes ein bisschen aufgeräumt haben und optimiert haben. Wir haben natürlich auch wieder unsere Performance optimiert. Aufpassen mit meiner Gestik. Genau, wir haben unsere Performance optimiert und auch da nochmal geguckt, dass wir für Sie schneller und effizienter werden. Wir haben zudem jetzt auf unserer Startpage für den Service, also wenn Sie direkt auf die Service-Seite gehen im Web, haben wir unsere Statusanzeige mit eingebunden. Das heißt, man sieht dort jetzt wirklich jederzeit den aktuellen Status des Systems und der einzelnen Komponenten. Und man kann dort auch sehen, also wir haben ja Ankündigungen, wo wir ankündigen, dass wir ein Wartungsfenster haben, dass wir ein Update-Fenster haben, dass was erneuert wird. Man sieht jetzt auf dieser Seite auch immer direkt, wann sowas ansteht. Das heißt, man kann, wenn man sagt, da war doch irgendwas bei der Legic, kann ich kurz auf die Seite gehen, kann kurz gucken und sehe, ah ja, da ist die Maintenance, da ist sie angekündigt, habe ich noch Zeit oder das passiert gerade jetzt, deshalb komme ich nicht auf das System, dass man da vielleicht weiß, was Sache ist. Gerade bei Integration ist sowas ja wichtig. Wir wären nicht die Legic, wenn wir nicht auch das Thema Security im Auge hätten. Das heißt, was wir jetzt noch, mal gucken, jetzt sehe ich es nicht. Was wir noch zusätzlich gemacht haben, ist eben für unsere Web-Applikationen dort eine Zwei-Faktor-Authentisierung mit SMS oder mit Mail oder mit einer Authenticator-App mit einzubinden. Die ist konfigurierbar für Sie, das heißt, Sie können für Sie auswählen, was für Sie die besten Mechanismen sind, die Sie für Ihre User fordern. Das ist der eine Part. Und zum anderen haben wir natürlich wieder Security-Reviews durchgeführt. Zum einen von der OWASP, die Open Web Association Security Project. Die haben einen Application Verification Security Standard. Da haben wir ein Security Review erfolgreich bestanden. Waren wir sehr erfreut drüber. Haben wir auch in unserem Blog News gebracht. Und zum anderen haben wir für die Legic und auch für unser Service Offering ISO-Audits durchgeführt, und zwar 9001 und 27001. Etwas, was uns sehr beschäftigt hat in dieser Zeit, ist was Größeres. Wir haben unser Service Offering um einen weiteren Service erweitert. Legic Connect Go läuft auf derselben Plattform wie Legic Connect, erlaubt Ihnen aber heute ohne ein komplexes Always-On-Backend oder eine komplexe Integration eines Backends Credentials zu erstellen und verteilen zu lassen. Was wir mit dem Service nämlich für Sie übernehmen, ist die Verteilung von Credentials auf Mobile Phones. Wie funktioniert das? Sie können für heute unbekannte Benutzer schon Master
custom-made auf Deutsch, also mastergeschneiderte Credentials anlegen. Sie kriegen dafür einen Token. Sie können dieses Token zu jeder Zeit an einen Benutzer weitergeben und der kann es dann wiederum jederzeit über seine Mobile App abrufen und unser Service Logic Connect Go deployt dieses Credential auf das Mobile Phone und er kann es direkt nutzen. Sehr analog der Smartcard-Welt und wenn sich das für Sie spannend anhört, dann kommen Sie gerne an unserem Stand vorbei. Wir erzählen dazu wirklich gerne mehr. Also es ist mir sehr schwer gefallen, so weit zu kürzen, dass es so kurz zusammengefasst ist. Genau. Das sind so die Hauptpunkte, die wir in unserem Service haben. Es gibt ein paar Sneak Previews. Ich habe mich jetzt entschieden, die auch den Präsentationen am Nachmittag zu überlassen. Das heißt, die spreche ich hier jetzt nicht nochmal an, auch wenn sie sehr exciting sind sozusagen. Aber letztendlich war das jetzt unsere Kurzzusammenfassung der Sachen, die wir in unserem Produktportfolio für Sie die letzten 24 Monate gemacht haben. Und wir freuen uns alle sehr, die heute live vorstellen zu können und Sie alle hier zu haben. Und wir freuen uns wirklich auch, wenn Sie bei uns vorbeikommen und uns Ihre Use Cases, Ihre Wünsche, Ihre Ideen für unser Produktportfolio an unserem Stand mitteilen oder uns eben über die E-Mail-Adresse pm@legic.com kontaktieren, uns Ihre Use Cases schildern und sagen, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Produkte besser zu machen. Danke.